Hallöchen, hört ihr mich? Ich hoffe, ihr hört mich gut. Haben wir ein bisschen Spaß heute. Hab mir mal gedacht, wir gehen mal mit 12, machen noch die letzten Flaggen und dann ist die Sache auch durch. Quatschen ein bisschen über das neue Update, was morgen ausgerollt wird. Wir können es allerdings schon downloaden. Okay, super, also hört ihr mich. Geht's gut? Und seid fleißig am Grinden. Seid ihr gespannt für morgen? Wegen dem neuen Update, wie gesagt, Pit Pass, was uns, äh, was uns da Neues alles erscheint morgen und dann natürlich auch die ganzen Bugfix. Und natürlich jede Menge Fehler hier in dem Spiel. Wollte auch noch ein bisschen über das Setup quatschen heute. Über ein paar Sachen, die im Moment im Spiel so ein bisschen am Schwimmen sind, bin ich ehrlich. Weil ich habe selber gedacht, ich habe mir gestern und vorgestern bin ich den ganzen Tag mit einem anderen Setup gefahren gehabt. Mit dem Setup bin ich hier gestern gefahren und vorgestern die ganze Zeit und habe auch gedacht, dass es eigentlich so gar nicht so schlecht ist. Aber wir müssen doch wieder auf Spirit zurückgreifen. Das ist so mein Ding. Der ein oder andere vielleicht Mirage, ja. Und dann anstatt True Grit vielleicht Claw, eventuell, aber naja. Wir springen mal rein, Leute. Wir machen mal ein paar Rennen. Gucken uns mal an, wie sich das Auto verhält mit Spirit natürlich. Ja, hoffen auf ein gutes Rennen. Probieren da auch mal vielleicht eine ein oder andere Strategie aus. In der einen oder anderen Strecke. Und natürlich auch unsere Flaggen voll zu kriegen. Müsste die Woche auf jeden Fall fertig werden. Das Silverstone. Qualifying sieht gut aus. Platz 16 und Platz 18, sehr, sehr schön. So, bleibt trocken die ganze Zeit. Wir fahren mit beiden Fahrern eine Einbox-Strategie. So, probieren auch mal was aus, weil die haben ja gesagt, dass die ein paar Bugs gefixt haben. Also können wir auch mal was ausprobieren hier. Mal gucken, wie das hier wird. Boosten bis zur langen Geraden und danach gehen wir runter vom Gas. Ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt ist unser vor unserem Max Verstappen mit Medium. Ja, so ist das halt. Können aber, so jetzt hatten wir Teamorder, haben leider auch ein paar Plätze verloren, aber halb so wild. Können mit Max Verstappen ein bisschen mehr Gummi geben. Kann eigentlich 3 Runden komplett auf Vollboost fahren, allerdings bringt das nicht so viel, weil ist halt Serie 12. Versuchen wir ein bisschen Abstand hier zu kriegen. So, da überholen wir jetzt die Leute, die zur zweiten Runde kommen. Alles wunderbar. Müssen jetzt auch nach der Runde hier mit Max pitten. Ein bisschen runter vom Gas, der kommt dann auf harte Reifen. Versuchen, kriegen wir das noch hin hier? Kriegen wir noch Esteban Ocon überholt? Nein, gehen auf regulär runter.
Und George Russell kann jetzt ein bisschen pushen. Versucht jetzt die Leute zu überholen, die in die Pit. So, Max kommt raus. So, kommt jetzt rein. Zack, perfekt. Kommt rein auf reguläres Fahren. Unser Gegner kommt jetzt auch rein auf seinen Haken. Sein Fernando Alonso zweiten Runde rein und ist dann auf Medium gegangen. Das heißt, er muss jetzt noch mal rein. Wir können jetzt ein bisschen hier geben. Max Verstappen muss runter vom Gas. So, lassen wir jetzt durch. Sehr schön. Dann hier wieder ein bisschen beschleunigen. Hallo. Hallo Mario. Danke fürs Zusehen. Nicht vergessen, mir ein Like dazulassen und den Channel zu abonnieren, falls noch nicht abonniert. Hab mal gedacht, heute machen wir einen kleinen Livestream und ja, quatschen vielleicht auch ein bisschen über das Update, was morgen ausgerollt wird mit dem neuen Pit Pass. Was haltet ihr davon? Holt ihr euch das oder seid ihr da nicht so begeistert von? Was haltet ihr von der Idee, dass es halt 5 Euro kostet? Müssen wir halt abwarten, ne? Müssen wir halt echt abwarten, was es da für Trophäen ja gibt. Wir müssen ja Trophäen sammeln, so gesehen. Ich weiß nicht, ich mache mal ein bisschen den Sound ein bisschen leiser hier. Hört ihr mich vielleicht, versteht ihr mich ein bisschen besser? Ja, und wie gesagt, der Pit Pass, der kommt ja morgen. Ich bin da auch sehr gespannt. Mal gucken, wie es genau abläuft, wie das genau alles aussieht. Morgen. Und, lohnen tut sich das im Endeffekt auf jeden Fall, die 5 Euro, weil da kriegst du ja diese Lackierung. Kriegen wir dann die ja, Ferrari-Lackierung oder Alfa Romeo hat man ja gesehen oder Mercedes-Lackierung hat man ja gesehen in dem Post von denen, von F1 Klaas Hutch. Von daher, so, hier können wir noch ein bisschen, können wir vielleicht, ja, 13 und 16. Ist okay. Platz 13 und 16 in Serie 12. Sehr schön. Sollen ja auch keine Kisten mehr geben morgen. Ab morgen sind ja unsere Kisten weg, anscheinend. Und dann müssen wir halt Rennen gewinnen, um dann halt die Trophäen zu kriegen, um dann auch die ganzen Belohnungen freizuschalten. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das alles dann zugange geht. Noch eine Goldkiste. Wenn die wirklich morgen dann alle weg sind, was machen die da genau? Ist das dann, ja, sind die dann einfach weg oder öffnen die sich automatisch und wir kriegen dann die Sachen, die da drin sind? Wenn nicht, dann ich werde sie auf jeden Fall noch öffnen, die zwei. Von daher werden wir uns da mal jetzt eine aufmachen. So, hoffen wir auf ein gutes Teil. Ich brauche nach wie vor noch zweimal True Grit und dann können. Nee, da kriege ich klar. Was sehr schade ist. Vielleicht für den einen oder anderen findet er das geil. Ja, ein bisschen gespalten, wie gesagt. Claw habe ich selber auch gestern auch ein bisschen benutzt gehabt, allerdings war ich da nicht so zufrieden mit. Können das jetzt upgraden, wie ihr gesehen habt. Machen wir auf 5. Die Chance kostet 60 Millionen. Wird gemacht. So, da ist es. Ja, sieht auf jeden Fall schmackhaft aus. Ne? Sehen wir ja selber. Hier plus 17 Leistung, plus 5 Aero, plus 14 Grip. Allerdings ist das nicht mein Teil. Ich fahre da eher schon mit True Grit. Hoffe natürlich auf die letzten 2 Teile, die ihr sehen könnt. Damit ich dann auch 4 habe. Und ja,
Ja, hallo an alle, die gerade zusehen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen dran. Schauen uns mal ein bisschen hier den Livestream an, machen ein paar Rennen. Haben gerade eine Goldkiste aufgemacht. Nicht so schlecht. Was haltet ihr davon, von dem Update morgen? Seid ihr aufgeregt? Sagen wir mal so. Oder was haltet ihr davon? Seid ihr davon positiv begeistert oder negativ begeistert? Oh, Holland. Ab in die Niederlande. Schönes Qualifying hier. Was mir auch aufgefallen ist, halt, wenn wir True Grit wechseln mit Claw oder auch Spirit wenn wir Spirit wechseln würden zu The Flux oder Mirage, dann sind unsere Quali. Ja, also wir qualifizieren uns etwas weiter hinten und ob das wirklich so Sinn macht, dann doch nicht Spirit zu benutzen, ist da halt wirklich so meine Frage. Der ein oder andere fährt natürlich mit Claw, mit Mirage, mit The Flux. Wir fahren ja alle oder mit The Jazz. Ja, wir können ja natürlich diese Teile alle variieren, ja. Wir haben ja 6 Parts, die wir dann halt so gesehen verändern können. Allerdings wirklich fahre ich lieber mit meinem Spirit und mit True Grit. Zuverlässigkeit für manche vielleicht nicht so wichtig. Ich finde es schon wichtig. Und ihr seht es ja auch in meinen Videos oder jetzt auch, dass man dann halt auch in Momenten dann halt auch pushen kann, wo man eigentlich nicht pushen kann, ja, mit den anderen Teilen. Und das finde ich dann schon ein bisschen wichtiger. So, Russell hat jetzt eine Position gemacht. Verstappen hatte mal kurz eine Position verloren, hat er aber wieder gut gemacht. Sehr, sehr schön. Seht hier, mega eng. Also Überholmöglichkeit ist eigentlich sehr, sehr schwer hier zu überholen. Ist eigentlich schon eher, dass man Plätze verliert. Aber wir müssen warten. Das waren die ersten Pitten und danach können wir eventuell dann ein paar Positionen noch gut machen. Bin aber so eigentlich schon zufrieden. Platz 14 jetzt. Wir haben wieder Plätzchen verloren mit Max. Müsste auch Vettel sein, ne? Ja, Vettel macht es mir auch immer schwer. Selbst in Grand Prix macht es mir Vettel nicht leicht. So, Max Verstappen kommt jetzt in der Runde rein, wechselt auf Medium und das Auto wird vollständig repariert. Und George Russell bleibt noch eine Runde drin. Runter vom Gas, bringt sowieso nichts mehr hier zu pushen. Mit Max sind wir jetzt auf reguläres Fahren und wie schon gesagt, wir gehen in den Pits. Einbox-Strategie mit beiden Fahrern in Holland. Wir sind noch nicht in der Lage, hier eine Zweibox-Strategie zu fahren, weil ich bin auch der Meinung, dass hier eine 2-2-3 oder eine 3-2-2 effektiver sein könnte. Allerdings müssen wir dafür uns in den vorderen Reihen qualifizieren, weil sonst bringt das hier nichts. Wenn wir uns hinten qualifizieren, so wie hier auch, da bringt es schon auf eine Einbox-Strategie zu fahren. Und hier noch ein bisschen beschleunigen mit George. Unser Gegner kommt in der Runde jetzt rein mit einem Fahrer und ich denke mal, dass er mit die Runde reinkommt. Jetzt Verstappen hat hier ein Plätzchen gut gemacht. So, unser Gegner bleibt noch mit Fernando Alonso draußen, wie wir schon gesagt haben. Das wird aber kein Problem, weil in der Runde muss er rein. Und in der Runde überholen wir ihn mit beiden Fahrern. Jetzt kann George Russell auch ein bisschen Gummi geben hier. Ja, vergesst im Video nicht einen Like da zu lassen. Für die Leute, die den Channel. Wir sind regelmäßig hier am Start und machen immer schöne Videos. Heute mal ein Livestream wieder. So, jetzt überholen wir Fernando Alonso und dann noch den McLaren, der noch da in den Pits ist. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt wieder Platz 13 und Platz 18. George kann eventuell noch ein paar Plätze machen. Wie sieht es denn da vorne aus? Hat hier Yuki Tsunoda vor sich. Und Guan Yu muss sogar noch in die Pits.
Das ist gut. Noch ein, zwei Plätze. Ja, ich fahre immer ein Stop hart, hart oder hart, medium. Also auch eine 4,3 und eine 3,4. Weißt du? Ja, kann man machen. Warum nicht? Ja, auf hart. Warum nicht? Aber du siehst selber, mit medium geht's auch. Ja, also mit medium halt ein bisschen egal, wo gefahren wird, okay? Ich bin kein großer Fan von harten Reifen, da bin ich ehrlich. Ich mag harte Reifen nicht so doll, aber klar, warum nicht? Hauptsache man gewinnt im Endeffekt. Aber für die Grand Prix oder, also ja, genau, eigentlich für die Grand Prix ist es dann schon wichtiger, die Softies zu benutzen, weil ihr da halt eventuell ja ein, zwei, drei, vier Plätze besser macht. Und ja, das sind ja kostbare Punkte, die ihr dann liegen lasst. Oh, da holen wir uns noch, da holen wir uns noch. Nein, doch, haben wir noch geholt. Den haben wir uns noch geholt. Ja, sonst, ja, hart, hart geht. Alles klar. Warum nicht? Auf Platz 12 und Platz 17, 21 will ich das auch sehen. In Serie 12 fahren wir im Durchschnitt immer 20 Punkte und dann in den Grand Prix und ja, in den Grand Prix wünschen wir uns, dass wir ein bisschen mehr Punkte fahren. Natürlich, wir werden diese Woche nochmal die Champions ausprobieren. Also, wie schon gesagt, vergesst nicht den Channel zu abonnieren. Dann werdet ihr auch am Wochenende das Warm-up-Quali und da schon alle noch kurze Kiste hier. Also auch direkt wieder ins nächste Rennen. Phoenix und Esteban Ocon. Leider nichts Brauchbares in den Kisten. Aktuell sehr schade. Wie gesagt, ich warte noch auf dieses True Grid Teil. Könnte ich nochmal upgraden. So, springen nochmal ins nächste Rennen. Schauen wir uns mal an. Und ja, morgen, was ist morgen, Leute? Holt ihr euch den Pitpass oder holt ihr euch den nicht? Was sagt ihr? Ich will mal ein paar Kommentare hier sehen. Für 5 Euro. Und dann gibt es natürlich auch bessere Kisten. Wir haben ja schon in dem Trailer da gesehen, dass es den freien Pass gibt. Für den Pitpass. Und dass der normale Pass, wir sehen, dann auch eine grüne Kiste enthält. Und der Premium Pass dann eine goldene, so gesehen, oder dann eventuell sogar eine Platin. So, wir fahren in Imola. Und das Rennen werden wir eventuell sogar verlieren, weil ich da auch immer so ein bisschen auf Medium raus. So, werden hier komplett auf Push gehen. Könnte es, dass ich mal was lerne, Meister das. Serie 6. Ich habe hier auf dem Channel habe ich die Gewinnstrategie von Serie 6 mit den gewissen Teilen natürlich auch. Wenn ich jetzt mit dem Equip hier, wenn ich mit dem Setup in Serie 6 fahre, dann gibt es nicht viel zu sehen, weil ich werde da Platz 1 und Platz 2 fahren. Channel ab, wenn du Lust hast. Und ja, check mal das Video ab, Gewinnstrategie Serie 6. Ai, da kommt der Gegner da auf Softies, natürlich überholt er uns. Allerdings haben wir hier mit 13, das ist sehr, sehr schön. Es wäre auch gut, wenn wir da nochmal Max Verstappen die Tage nochmal auf upgraden könnten. Das wär super, ey. Am besten. So. Strategie hier ist eigentlich ziemlich simpel. Also Imola ist immer so ein Circuit, wo ich immer so ein bisschen gespalten bin. Ich habe mal versucht, auch mit Softies rauszufahren, eine 3-2-2, eine 3-3-2 oder eine 2-3-3 zu fahren.
Allerdings verlieren wir da zu viele Plätze. Schon gesehen, wenn ich fahre, sieht die Welt anders aus. Okay. Du musst wirklich auf die Teampunkte achten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teampunkte du hast, aber in Serie 6, das Problem ist halt, dass du immer diese Leute hast, die einen guten Fahrer nehmen und dann einen schlechten Fahrer nehmen. Und genau das macht dann dein Score kaputt. Ja. Und kommt der dann angelaufen, Platz 1 und mit dem anderen fährt der Platz 24 und trotzdem manchmal nicht das Rennen zu gewinnen. Aber sonst an sich, geh immer auf lang, wenn du zu wenig Teampunkte hast. Deswegen, ich weiß ja nicht deine Teampunkte. So, wir kommen jetzt mit beiden Fahrern rein. Ihr seht selber 3, 2, 1 und 0% Fahrt. So, jetzt kommt Russell rein. Die Autos werden nicht repariert. So, perfekt. Das war ein fast perfekter Boxenstopp. 4 Sekunden. So, Auto wird nicht repariert. Wie gesagt, brauchen wir nicht. Das ist halt ein Vorteil, warum ich auch Spirit benutze, Leute. Wird wieder ein bisschen beschleunigt bis hier vorne hin und dann geht jetzt runter vom Gas. Max Verstappen macht sogar noch ein Plätzchen, also perfekt. So, haben jetzt hinter uns Esteban Ocon auf Harten, danach nochmal 2 Softies, die müssten dann auch nochmal tanken, so wie es aussieht. Dann haben wir Yuki Tsunoda vor uns, der muss auch nochmal tanken, also den Platz machen wir auch nochmal. Können wir ein bisschen beschleunigen hier. George Russell kann sogar auch ein bisschen beschleunigen, ein bisschen mehr wie Max. Was genau passiert denn da, Mario? Also muss mir eine Erklärung wäre gut, dass du mir genau erzählen könntest, was da genau passiert, warum du verlierst, warum du dieses Rennen nicht gewinnst. Serie 6 ist eigentlich ziemlich easy. So, hier noch ein bisschen beschleunigen. Ihr seht selber, richtig viel Gas geben. Würde nur bringen, wenn wir in den Serien fahren. Das sage ich auch immer in meinen Videos, wenn wir in Serien Equipment haben. Wenn wir in Serie 12 fahren, mit einem normalen Equipment, also mit einem normalen Setup, was ich ja jetzt auch habe, ich habe ja nichts überpowered hier, dann bringt es nichts hier auf Pushen und versuchen hier Positionen zu machen, weil das halt nicht, das bringt halt nichts, weil unsere Bots, die sind ja viel, viel stärker wie wir. Versuchen da Platz 12 zu verteidigen hier gegen Fernando Alonso, wird allerdings, ja, da ist er weg. Da hat er uns gemacht. Er kommt aber jetzt in die Pits. Und nicht nur er, sondern auch noch 3 andere. Und wir kommen sogar noch hier in die Punkte. Guckt euch das an hier. Platz 10, Platz 14 mit der Strategie. Ganz easy, gar nicht viel pushen, wie ihr seht. Immer schön auf verteidigen und dann in den langen Kurven kann man ein bisschen Gas geben, um dann den Schwung mitzunehmen, wie ihr seht. Sehr, sehr schön. Hier Platz 10. Wir versuchen natürlich den zu verteidigen. Jetzt nochmal Gas geben. Versuchen nicht überholt zu werden hier von Valtteri Bottas. Sehr, sehr schön. Und Verstappen bringt Platz 10 nach Hause. Ja, hat er doch noch geschafft. Wahnsinn. Und George Russell Platz 14. Sehr, sehr schön. Das war Imola in Serie 12 mit Medium. Ja, also hier gar nicht groß rumprobieren. Wie gesagt, entspannen, anstatt zu pushen, weil ja, Gegner mit Soft rausgekommen, Platz 17 und Platz 19. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Wie ihr seht, 14 Punkte hat er da gefahren. Leider auch keine legendäre oder Platinkiste. Hab gestern eine bekommen oder vorgestern. Oh, guckt euch das an. Daniel Ricciardo auf 5, Fernando Alonso auf 5. Setup. Der Herr fährt genau so, wie wir besprechen. Claw, The Flux. Ja, das sind so die Änderungen. Hat natürlich mehr Power. 3 mehr Power, dann 5 mehr Aero, mehr Grip. Ja, aber Zuverlässigkeit halt gar nicht. Und das ist halt so mein Ding. Ich bin da eher so der Zuverlässigkeitsman. So, bleiben noch ein bisschen im Live-Chat, bleiben ein bisschen noch im Livestream. Machen eventuell, ja, machen noch ein Rennen. Ein Rennen machen wir noch. Serie 6 hattest du gesagt. Wie schon gesagt, ich bin da auch jetzt lange raus. Ich fahre nur noch Serie 11 und Serie 12. Serie 11 habe ich gestern abgeschlossen. Schau dir das Video an. Ich werde eventuell sogar noch einen neuen Guide rausbringen für Serie 6, wenn da welche. Mache ich da nochmal Serie 6 Gewinnstrategie Teil 2. Und ja, dann schauen wir mal.
Hier, Lower Pitstop, da kannst du auch mal versuchen. Ich weiß ja nicht, was für ein Setup du benutzt, Mario, wenn du noch da bist. Wie schon gesagt, ich versuche so gut wie möglich euch zu helfen. Allerdings brauche ich dafür auch ein paar Informationen, wo es dann halt auch wirklich schwierig ist. Weil ihr seht selber auf meinem Kanal, bis Serie 10 geht es eigentlich ziemlich schnell. Ja, wenn ihr da meinen Tipps und Setup folgt, dann solltet ihr ganz schnell nach oben kommen. Serie 11 hapert es dann ein bisschen. Ich habe das gestern erst abgeschlossen mit den Serie 12 und es ist okay. Es ist okay. Solange man keinen Richter begegnet, sobald man dann einen richtigen Spieler begegnet, dann wird die Sache sehr interessant, was mir dann zum Beispiel auch sehr, sehr gut gefällt. So, wir fahren hier auch eine Einbox-Strategie in Bahrain mit beiden Fahrern. Der vordere kommt mit Medium und der hintere Fahrer geht auch hart. So, wir pushen beide Fahrer am Start. Wie immer. Keinen guten Start. Versuchen wir mal hier jetzt in der Geraden ein bisschen was zu machen. Und das war, wir müssen jetzt runter auf regulär. Und zwar jetzt 16 und 17. Versuchen Position zu halten. Max macht sogar noch eine Position, sehr, sehr schön. Gucken wir uns mal an, was die vor uns haben. Hier Medium, hart, hart, okay. Hinter Russell natürlich jemand mit Softies. Jawohl, Max fest. Ein Plätzchen gemacht hier. Verteidigen mit genug Platz. Können hier wieder beschleunigen. Macht so noch ein Plätzchen, das ist auch geil. Schön entspannt. Versuchen natürlich keine Position hier zu verlieren mit ihm. Können wir auch auf Verteidigen gehen. Ja, das ist ihn jetzt ein bisschen hinter uns zu lassen. Der muss sowieso tanken jetzt in der Runde. Und wir können jetzt auch ein bisschen mit Verstappen wieder Gas geben. So, sehr, sehr schön. Den Gegner schön hinter uns lassen auch. Gar nicht erst die Chance geben, uns anzugreifen. So, das ist jetzt die letzte Runde für Max. Danach kommt er in die Pits. Und unser George Russell natürlich auch. So, hier nochmal auf regulär, hier nochmal runter komplett. So, der kommt jetzt rein, der kommt auf hart. Und der George kommt auch auf hart rein. Da hat unser Gegner überholt, aber alles entspannt. Unser Gegner kommt auch ein bisschen näher an uns heran. Schreiben wir mal was, vielleicht ist das ja sogar ein Realspieler. Gucken wir mal. So, jetzt können wir Gas geben bis zur Boxeneinfahrt. Auto wird vollständig repariert, wie ihr seht, und auf harten Reifen kommen wir jetzt nochmal raus für die letzten 4 Runden. Perfekter Boxenstopp wird das jetzt nicht, so wie in Imola. Fast unter einer Sekunde, hat ein bisschen gehangen. Unser Gegner liegt auch vorne gewechselt, so wie ihr seht. Das heißt, er muss pitten. Er muss mit einem Fahrer. Und ich bin der Meinung, dass er es nicht schafft, vor uns rauszukommen. Wir werden auch nicht so viel angreifen, weil das ja überhaupt nichts bringt, auch mit harten Reifen gegen einen, der auf Softies ist. Das bringt überhaupt nichts. Also von daher werden wir beschleunigen dann, wenn wir beschleunigen müssen, und zwar auf den Geraden, um dann den Schwung mitzunehmen. Aber mit George können wir, ja, da haben wir es gemacht. Da haben wir seinen George Russell überholt. Jetzt gehen wir auf Verteidigen. Versuchen ihn jetzt ein bisschen zu stören, wenn er dann überholen möchte. Hier wieder Gas geben mit Max und hier auch wieder mit George Russell. So, Sprit haben wir genug. Wir kommen jetzt in die vorletzte Runde und ihr seht selber, wir haben noch Sprit für 3,5 Runden.
Und mit George Russell sogar auch. Genug Reifen haben wir auch noch. Ah, da hätten wir ihn fast gemacht hier mit Max. Immer Vettel, immer Vettel. Es ist immer Vettel, der mich immer stört. Jetzt haben wir ihn gemacht. Der Gegner hat sogar jetzt noch einen Defekt. Das heißt, er muss pitten. Da überholen wir ihn jetzt auch und übernehmen auch damit auch die Führung. Und so wie ihr seht, ihr könnt da komplett auf Push bleiben. Machen hier auch nochmal 2 Plätze jetzt. Sehr, sehr schön. Jawohl. Und sogar noch ein. Nein, leider nicht. Wer ist das hier vor uns? Pierre Gasly. Jetzt nach innen, nach innen. Nein, leider nicht. Was ist mit George? George ist auf 17. Auch sehr, sehr schön. Ja, da haben wir sogar noch einen Platz verloren mit Max Verstappen. Ärgerlich. Und ihr seht, ich bin fast wirklich 4 Runden auf Vollpush hier mit Max Verstappen. Und ich habe noch 16 also 16 Zuverlässigkeit geht natürlich runter. Kaum noch Sprit. Das ist alles wunderbar. Ja, und das ist nur möglich mit Spirit, Leute. Nur mit dem Setup ist das möglich, wirklich auch so Vollgas zu geben. Wenn ihr da Claw nimmt oder wenn ihr da Mirage nimmt. Das heißt, ihr könnt da nicht so viel Gas geben. Ja, dann noch in Bahrain 22 Punkte zu fahren, ja, geht wirklich nur mit diesem Setup hier. Gucken wir uns nochmal an. Fahrer 4 und 4, also genau wie ich. Fahrer ist er nicht besser und auch nicht schlechter, aber er fährt mit Claw, Mirage und Prestige. Ja? Und ihr seht selber 106 Zuverlässigkeit. Nee, das ist nichts. Das ist nichts. Also versucht wirklich, auch Aero hat er gerade mal auf 111. Also, naja, versucht immer die Werte so gut wie möglich immer schön eng beieinander zu halten, so wie ich das auch habe. Würde mir natürlich mehr Grip wünschen. Deswegen müsste da jetzt auch noch True Grit auch noch hoch. Dann haben wir auch 140 Grip, 161 Leistung hätten wir dann, 156 Zuverlässigkeit und 146 Aero. Was natürlich super ist. Ja, wir quatschen nochmal, ich werde nochmal ein vernünftiges Video machen, worüber wir über den Setup sprechen, weil ich bin der Meinung, dass dieses Setup, was ich jetzt habe, wenn das ausgegradet ist, also wenn das auf Max ist, dann haben wir 200 Power, 190, 195 Aero, auch Grip genauso gleich und Zuverlässigkeit auch knapp 200. Und ich bin der Meinung, dass dieses Equipment, dass dieses Setup definitiv das Endequipment ist. Wir werden aber nochmal ausführlich darüber sprechen in den kommenden Wochen, ja, wenn es dann ein bisschen höher ist. Ja. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen an euch. Ich hoffe, wir haben morgen das Update, was einwandfrei läuft, was einwandfrei in das Spiel gelangt. Wir haben es ja schon wir haben es schon gedownloadet, so gesehen, bei unserem App Store, Google. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Vergesst nicht, dem Video ein Like dazulassen und den Channel zu abonnieren. Und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder mit einer neuen Folge.